Dünne und unordentliche Augenbrauen, das kenne ich auch. Und ich arbeite immer daran und recherchiere, was man tun kann. Und ich habe jetzt eine Lösung für dich. Bleib dran. Zu Nebenhöhlen, Atemprobleme und eine richtige Erkältung, dann habe ich die Lösung für dich, die dir schnell hilft und dich innerhalb von wenigen Tagen frei durchatmen lässt. Das ist Bio-Lungenkrautextrakt, ein Nahrungsergänzungsmittel, das du 2- bis 3-mal täglich zu deiner Mahlzeit einnimmst und das die Lunge so richtig öffnet und dich frei atmen lässt. Es ist sichere Herr-Boxer-Qualität und außerdem glutenfrei, was du nicht bei jedem Hersteller bekommst. Und das kann ich dir sehr empfehlen, wenn es dir gerade so wie sehr vielen geht, dass du erkältet bist und Atemwegsprobleme hast. Ich bin echt froh, dass ich Lungwort entdeckt habe und dass ich es jetzt in meinen normalen Alltag integriert habe. Wenn ich mich leicht kränklich fühle, leicht merke, dass meine Nase zugeht, nehme ich morgens 2 Stück davon, einfach mit Wasser runterschlucken und sofort fühlt sich alles freier an. Mit meinem Rabattcode 10Sophie bekommst du 10% auf deine Bestellung und den Link findest du in der Infobox. Hallo, ich bin die Sophie, willkommen bei SoHalt. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich zeige dir heute eine Lösung, wie die Augenbrauen sofort voller aussehen. Also ich habe wirklich sehr dünne Augenbrauen und es funktioniert einwandfrei, ohne dass man sie mega fett anmalen muss. Das Ganze mache ich mit Augenbrauenlifting. Anschließend färbe ich die Augenbrauen. Das ist dann aber ein zweites Video. Ich zeige dir aber dann das Ergebnis hier, wie es dann aussieht. Und das Ganze wird eine Anleitung sein fürs Augenbrauenlifting und natürlich ein Vorher-Nachher. Ich kann schon mal so viel verraten, es hat bei mir super geklappt und ich werde das jetzt regelmäßig machen, denn es ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe dafür von Luxi das Augenbrauen-Lifting-Set bekommen und da ist alles drin, was man braucht und der Preis ist super. Ich finde auch, die Anleitung ist übersichtlich, aber es ist doch immer, also ich schaue mir auch gerne Videos an, es ist doch immer schöner, man schaut sich vorher einmal an, wie es funktioniert, bevor man dann Fehler macht. Schritt Nummer 1 ist, die Augenbrauen gründlich zu reinigen. Dafür eignet sich am allerbesten ein ölfreier Make-up-Remover oder ein Primer. Was ich gerne mache, am allerbesten erstmal mit einem Reinigungsschaum übers ganze Gesicht gehen und dann nochmal gezielt die Augenbrauen entfetten. Dafür eignet sich auch Salzwasser hervorragend. Also da habe ich mir eine Salzlösung selber hergestellt, einfach mit dem Wattepad rein und dann kann man die gut entfetten. Und achte darauf, dass du auch entgegen der Wuchsrichtung arbeitest, da die Haare ja in eine bestimmte Richtung liegen und sich darunter aber auch Fett und Talg sammeln kann. Schritt Nummer 2 ist, die Augenbrauen zu fixieren. Bevor du das machst, rate ich dir, überlege dir, wie die Form aussehen soll. Denn du wirst sie jetzt mit dem Kleber in die richtige Form bringen. Und das mache ich mit dem kleinen Kämmchen, gebe Kleber auf eine Stelle der Augenbraue, also nicht komplett auf die ganzen Augenbraue, denn er trocknet sehr schnell und kämme dann mit dem Kämmchen die Augenbraue so, wie ich es haben will, in die Form. Für mich hat sich herausgestellt, ich kämme sie nicht senkrecht nach oben, sondern in die Form schon hinein, wie ich sie haben will. Also das ist bei mir ungefähr so ein 45-Grad-Winkel. Solltest du einen Fehler gemacht haben und willst korrigieren, dann ist das super einfach möglich. Wenn du nochmal Kleber auf die Augenbraue aufträgst, dann werden sie wieder befeuchtet und dann kannst du sie mit dem Kämmchen korrigieren. Wenn sie perfekt liegen, kommt Schritt 3 und dann kommt die Dauerwellen-Lotion, die wir jetzt auftragen. Dafür nehme ich das dünne Auftragestäbchen, gebe dort die Lotion auf und dann ohne Druck oder ohne auch die Härchen zu kämmen, lege ich es nur oben auf die Augenbraue drauf. Also man soll jetzt nicht so viel auf die Haut bekommen und achte auch darauf, dass es nicht auf die Haut außen rundherum aufkommt. Also mir ist das auch etwas passiert, das schadet nicht und da wird nicht sofort etwas Schlimmes passieren. Aber wenn du ein bisschen gereizt darauf reagierst oder empfindliche Haut hast, dann könnte es leicht gerötet sein oder auch etwas brennen. Also am besten so wenig wie möglich von der Lotion auf die Haut bringen. Anschließend lege ich mir ein Stückchen Frischhaltefolie nur auf die Augenbraue und lasse das Ganze so 8 Minuten einwirken. Nach der Einwirkzeit nehme ich ein trockenes, frisches Wattepad und nehme so die Lotion ab in dieselbe Richtung, wie die Augenbrauen liegen. Also jetzt nicht kreuz und quer rubbeln, denn sie sollen ja so bleiben, bis wir den Fixator auftragen. Ich nehme es also ganz vorsichtig ab. Sie sollen so liegen bleiben, also wir sollen dabei nicht den Kleber abrubbeln. Sollte das passieren bei dir, dass du aus Versehen merkst, okay, sie liegen nicht mehr so, wie es sein sollte, dann kommt jetzt noch mal etwas Kleber drauf. Und dann kommen wir zum Schritt 4.
Jetzt kommt die Fixation und die trage ich auch mit einem frischen Stäbchen auf, also mit so einem dünnen Auftragestäbchen. Es darf nicht dasselbe sein, denn sobald sich das vermischen würde auf dem Stäbchen, würde es sofort reagieren und keine Wirkung mehr haben. Das heißt, wir nehmen ein frisches und geben es exakt auf dieselbe Art und Weise wie die Dauerwellenlotion, geben wir es jetzt auf. Dann lege ich wieder ein Stückchen Frischhaltefolie drauf und lasse es erneut 8 Minuten einwirken. Danach nehme ich ein feuchtes Wattepad und entferne alles. Und jetzt richtig auch den Kleber entfernen, die Lotion entfernen und die Klebereste kann man jetzt mit dem Reinigungstool oder auch mit einem Bürstchen auskämmen. Jetzt haben sie wirklich schon eine tolle Form. Durch das Lifting verlieren sie aber auch Farbe. Meine Augenbrauen sind immer gefärbt und ihr seht jetzt vielleicht, dass sie nachher heller sind als vorher, weil sie einfach noch den Rest an Farbe verloren haben, der noch irgendwie drauf war. Und das heißt, ich muss sie neu färben. Nach dem Lifting ist aber auch die Oberfläche aufgeraut. Das heißt, du nimmst am besten nur die halbe oder ein Drittel deiner Einwirkzeit. Anstatt 6 Minuten lasse ich es jetzt hier nur 2 Minuten einwirken und habe dann dasselbe Ergebnis. Das ist eigentlich auch praktisch. Und ich mache das deshalb gerne danach, weil die Augenbrauen jetzt die perfekte Form haben und außerdem liegen sie gut geliftet und ich komme auch schön an die Ansätze hin. Also es ist wirklich eine tolle Kombination der beiden Schritte. Und wenn dich interessiert, wie ich meine Augenbrauen färbe, dazu gibt es jetzt demnächst ein neues Video, aber ich habe auch schon Videos dazu gemacht und die verlinke ich dir gerne hier oben. Jetzt noch ein paar kleine Hinweise, damit du sehr langfristig Freude an deinem Augenbrauenlifting hast. Wir sollten sie erst nach 24 Stunden nass machen. Das heißt, wir sollten darauf verzichten, jetzt stark zu schwitzen, in die Sauna zu gehen, ins Schwimmbad oder heiß zu duschen und über die Augenbrauen Wasser laufen zu lassen. Auch auf Dampf sollten wir verzichten, also am besten jetzt nicht in die Badewanne gehen, nicht in die Sauna oder Dampfbad. Außerdem sollten wir auch jetzt einen Tag lang auf Augenbrauen-Make-up verzichten, denn das müsste ja auch wieder abgeschminkt werden, um die bestmögliche, langfristigste Wirkung zu haben. Wenn du es dann doch machst, weil du nicht verzichten kannst, dann wird halt dein Lifting einfach nicht so lange halten können. Hier in dem Set ist auch ein Pflegeöl dabei, das kann man dann nach 24 Stunden auftragen. Das hilft einfach dabei, dass die geschmeidiger bleiben, denn durch das Lifting wird die Oberfläche rau, das habe ich ja schon gesagt, und sie werden ein bisschen struppiger, aber fester, was ja nicht schlecht ist. Also ich finde es wirklich schön, wenn sie griffiger sind. Und noch ein kleiner Tipp, teste auf jeden Fall, also mach einen Test an irgendeiner unauffälligen Hautstelle, ob du nicht allergisch bist auf diese Produkte hier, auf den Entwickler, auf den Fixateur. Also ich vertrage das alles hervorragend, ich hatte kein Jucken, kein Brennen und nichts. Ich finde auch den Geruch nicht so beißend wie bei manchen anderen Sets. Also ich fand es sehr angenehm und einfach fand ich es auch. Und jetzt habe ich noch einen Rabattcode für dich und zwar sparst du 15% Rabatt mit dem Code WELCOME15. Hat dir das Video gefallen? Fandest du es hilfreich? Dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben und wenn du das Video auch mit anderen augenbrauensüchtigen Leuten teilst, so wie ich es bin. Außerdem verwende ich gerade ein Wimpernserum zum Testen. Das mache ich jetzt über 6 Wochen hinweg. Werde ich das testen. Eine Woche habe ich jetzt schon und werde das dann auch demnächst in einem Video, also wenn dann der Test vorbei ist, in einem Video hier berichten, wie das war und Vorher-Nachher-Fotos zeigen. Ich bin selber sehr gespannt, aber ich denke, auch dich könnte das interessieren. Damit verabschiede ich mich jetzt und bis zum nächsten Mal. Ciao!